Wer kennt sie nicht? Kobi-Bauer. Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Willkommen in der Norpenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, 40 Jahre ist es her. Wir müssen zurück ins Jahr 1986, da dieser Film Top Gun in die Kinos kam. Das feiert Kobi mit dem Set 5925, den baubaren Top Gun Logo. Es wird über 50 cm breit und über 20 cm hoch. 628 Steinchen für 69,95 Euro. Warum ich das jetzt schon betone? Ja, denn mit diesen Preisen, da hat Kobi bei Top Gun einiges vor, mit dem ich nicht d'accord gehe. Freunde, das klären wir alles gleich hier auf meinem Bautisch. Ja, Freunde, da liegt das Kobi-Set 5925 aus April 2026 auf den Bautisch mit freundlicher Genehmigung von Paramount Pictures, 628 Steinchen schwer und nur bedruckt, keine Sticker. Das Top Gun Logo aus der Top Gun Serie, natürlich alles made in der EU in Polen, nämlich das Set kommt von Kobi aus der logischerweise Top Gun Reihe. Kobi baut nun auch endlich also ja, Logos aus Klemmbaustein. Das kennen wir ja auch vom Platzhirsch. Hier habe ich euch mal zwei Beispiele auf den Bautisch gelegt. Das Star Wars Logo und der Love-Schriftzug sind Beispiele von Lego. Kobi hat jetzt auch welche. Ich muss sagen, dieses Logo gefällt mir richtig gut. Ich habe es schon gesehen in Nürnberg bei der Spielwarenmesse. Ist ein kleiner Geheimtipp auch, denn wir haben hier die MiG-28, hier unseren schwarzen kleinen Jet im Maßstab 1:300 und die F-14A Tomcat. Und warum ich das sage, weil das kann ich euch jetzt schon sagen, und das ist vielleicht das Fazit vorab dieses Videos, obwohl wir noch gar nichts gebaut haben, diese beiden Fighter kosten einzeln bei Kobi je 10,99 Euro. Also haben wir hier schon alleine, was die Flieger angeht, und die haben beide 46 bzw. 55 Steine, also keine 100 Steine, 22 Euro. Während das ganze Ding mit 628 Steinen 69,99 Euro kostet. Also wenn ihr hier Fan seid und ihr wolltet euch sowieso die Jets kaufen und das Logo, ja, dann kann ich euch das Set hier so ans Herz legen. Ich finde 10,99 Euro für einen dieser Jets relativ viel. Viel merkt ihr auch hier, der Karton ist super hoch, glänzend, meine Lichter vom Bautisch spiegeln sich super wider. Ich mag aber dieses alte Design, es kommt wirklich alt daher von Kobi. Mir gefällt das richtig gut, habe richtig tolle Retro-Vibes. Und ich habe euch hier mit Absicht mal die Rückseite zuerst hingelegt, weil wir sehen, es wird 52,5 cm lang und 20,5 cm hoch. Und ja, die Vorderseite ist nicht viel anders, außer dass wir hier ganz fett stehen haben, dass wir das Top Gun Logo bauen. Und die Altersempfehlung von 9+ Jahren ist mit auf den Karton. Hier schreit es noch mehr. Guck mal, ich bin ein Film der 80er. Von der Farbwahl könnte man fast sogar sagen G.I. Joe. Thematisch ist es ja fast das gleiche. Ich bin verliebt in dieses Set. Über den Preis und so weiter haben wir jetzt schon mal gesprochen, werden wir nachher noch mal sprechen. Wie es sich gehört, damit wir in den Karton reingucken, lassen wir den Karton einmal fliegen und bei Top Gun passt das ja wie die Faust aufs Auge. Ja, Freunde, da sind die beiden Bauabschnittstüten zu uns geflogen. Einmal die 15925 und die 25925. Natürlich hauptsächlich dunkelblaue, hellblaue, weiße bzw. graue und rote Steine. Also hier nichts, was sich großartig lohnt zum Schlachten, wenn ihr Mocker seid. Es sei denn, ihr wollt in diesem Farbschema etwas umbauen. Ja, die Anleitung ist klammergebunden. Die Rückseite macht natürlich Werbung für die beiden Jets, die wir hier auch in klein haben. Hier allerdings im Maßstab 1:48. Schaut gerne mal auf dem i hier oben bei meiner Kobi-Playlist vorbei. Da habe ich die Reviews für euch. Wir schauen uns mal kurz die Anleitung an. Sind wir sehr gespannt, denn so ein gebautes Logo haben wir bei Kobi noch nie gesehen. Dazu packe ich mal die Tüten zur Seite, lasse die kurz temporär
im Karton verschwinden und dann schauen wir uns die Anleitung einmal an. Wir sehen, es geht großflächig los. Papier ist hochglanztechnisch und wir fangen mit der Bautüte 1 an. Achtet bitte auf die Legende, wobei das hält sich hier sogar in Rahmen. Natürlich ist wie immer bei Kubi der aktuelle Baustep der farbliche und was davor gebaut wurde, ist ausgegraut. Hier muss man so ein bisschen hinschauen, sehe ich jetzt schon. Auf den Farben müssen wir achten, weil wir ja Grau mitunter verbauen. Hier sehen wir schon, das hebt sich nur leicht ab von den ausgegrauten Baustep davor. Pfeile weisen uns wie immer den Weg. Es gibt kleine Sonderfenster, wo wir sehen, was wir genauer machen müssen und wir haben Anlegehilfen. Fertig sind wir dann irgendwann, wenn wir die Bautüte 2 durchgearbeitet haben. Natürlich erst die 1, dann die 2 und dann haben wir, und oh Freunde, das ist schon mal gut, mit dem Baustep 125 unser Top Gun Logo fertig. Dann traditionell kommen die Steine, die wir verbaut haben, mit der Bezeichnung bei Kubi. Sollte euch da ein Stein fehlen, dann schreibt euch die Nummer auf und moniert das hier bei Kubi auf der Service-Seite. Aber nein, Freunde, das ist hier das Highlight. Das ist der Hammer. Wir sehen den Flugzeugträger, der die Enterprise sein soll. Im Original ja auch mit die Ranger war. Schaut euch da gerne mal die Fakten zum Film Top Gun an, beziehungsweise lauscht, was ihr gleich hört. Das Set 5922 im Maßstab 1:300. Das erste große überwassermoderne Schiff, was wir von Kubi bekommen. Ich habe es in Nürnberg auch gesehen. Ich freue mich richtig drauf. Der Aircraft Carrier. Dann noch etwas Werbung für die anderen Flugzeuge aus der Top Gun Maverick Serie. Kann man jetzt ja fast sagen, eine Subbrand bzw. Untermarke der Top Gun Lizenz hier von Kubi. Darauf freue ich mich auch. Aber Freunde, wir bauen erstmal das Logo. Darauf freue ich mich auch richtig. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Vielleicht schaut ihr ja, wenn ihr das baut, auch wie ich jetzt hier gleich parallel, einfach den Film von 1986, der in Deutschland diesen Klasse oder wie auch immer man das bezeichnen soll, Untertitel hat. Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Freunde, viel Spaß euch jetzt bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute schauen wir uns zwei Filme an, die eigentlich jeder kennt, aber längst nicht jeder versteht, wie viel echte Luftfahrtgeschichte und auch ziemlich verrückte Geschichten dahinter stecken. Top Gun, Sie fürchten weder Tod noch Teufel und Top Gun Maverick. Die Geburt eines Kultfilms, aber fast wäre er nie passiert. Was viele nicht wissen, Top Gun von 1986 war ursprünglich gar kein klassischer Actionfilm, sondern eher als eine Art Werbefilm für die US Navy gedacht. Die Vorlage war ein Magazinartikel über die echte Elite-Flugschule und ihr Programm Top Gun. Und genau hier wird es kurios. Die US Navy hatte den Film massiv unterstützt, mit echten Jets, echten Piloten und echten Flugzeugträgern. Klingt erstmal normal, bis man hört, was das gekostet hat. Für jede Flugstunde einer Grumman F-14 Tomcat musste die Produktion damals rund $7.600 zahlen. Und trotzdem war das ein Schnäppchen, denn ohne die US Navy hätte man diese Aufnahmen niemals realisieren können. Und jetzt kommt der Effekt. Nach dem Filmstart sind die Bewerbungen bei der US Navy angeblich um bis zu 500% gestiegen. In einigen Kinos standen sogar Rekrutierungsstände direkt im Foyer. Ein Hollywood-Film als militärisches Recruiting-Tool. Effizienter geht es kaum. Es wurden auch echte Raketen für den Film abgeschossen, allerdings nur begrenzt. So gut sahen diese Aufnahmen aus, die man aus mehreren Winkeln hat gefilmt, dass die Navy davon ausging, dass sogar zu viele Raketen verbotenerweise verschossen wurden. Die Schauspieler, nicht ganz so cool wie im Film. Auch wenn Tom Cruise im Film wirkt wie der geborene Jetpilot, die Realität sah anders aus. Die Schauspieler mussten zwar in echten Jets mitfliegen, aber viele von ihnen haben dabei komplett versagt. Mehrere Darsteller mussten ihre Flüge abbrechen, weil ihnen schlecht wurde. Nur ein paar wenige
darunter natürlich Tom Cruise selbst, haben das Training wirklich durchgezogen. Und das war später extrem wichtig. Denn bei Top Gun Maverick hat Cruise darauf bestanden, dass die Schauspieler echte G-Kräfte erleben. Teilweise bis zu 8G. Das ist der Moment, wo dein Körper das 8-fache deines Gewichts spürt. Ohne Training wirst du da einfach ohnmächtig. Wenn ich da an mein Gewicht denke, oh je, ich wär tot. Der ikonische Soundtrack. Ein Zufallserfolg? Der Song Danger Zone ist heute untrennbar mit Top Gun verbunden. Aber ursprünglich war der gar nicht die erste Wahl. Mehrere Bands hatten abgesagt, bevor Kenny Loggins den Song aufgenommen hat. Und dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte. Der Soundtrack wurde ein Mega-Hit und hat den Film nochmal auf ein völlig anderes Level gehoben. Plötzlich war Top Gun nicht nur ein Film, sondern ein popkulturelles Phänomen. Top Gun Maverick. Realismus auf einen neuen Level. Springen wir ins Jahr 2022. Top Gun Maverick hätte einfach ein CGI-Fest werden können, aber genau das hat Tom Cruise verhindert. Stattdessen wurden echte Jets genutzt, vor allem die Boeing FA-18EF Super Hornet. Die Schauspieler saßen tatsächlich hinten im Cockpit mit Kameras direkt ins Gesicht. Das bedeutet, die Reaktionen im Film sind echt. Wenn jemand panisch schaut oder die Luft anhält, dann ist das keine Schauspielerei, dann ist das pure Physik. Und noch verrückter, die Schauspieler mussten lernen, die Kameras selbst zu bedienen. Es gab keinen Kameramann im Jet. Das heißt, sie haben gleichzeitig geschauspielert, gefilmt und versucht, nicht ohnmächtig zu werden. Warum Maverick aber kein echtes Flugzeug fliegt? Ein Detail, das viele übersehen. Tom Cruise durfte niemals selbst einen Militärjet steuern. Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil es die US Navy schlicht verboten hat. Deshalb sieht man ihn zwar im Cockpit, aber die Steuerung übernehmen echte Piloten. Das ist auch der Grund, warum manche Szenen so perfekt wirken, weil dort absolute Profis einfach einen Sitz weiter vorne am Werk sind. Die geheime Mission. Fast unmöglich in echt. Die finale Mission in Maverick wirkt extrem übertrieben, ist aber tatsächlich von echten Militärmanövern inspiriert. Tiefflug durch enge Täler, punktgenaue Bombenabwürfe, das gibt es wirklich. Allerdings sagen echte Piloten, die Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Risiko im Film ist so extrem, dass sie in der Realität kaum durchgeführt werden könnte. Es ist also eine Mischung aus Wahrheit und der typische Hollywood-Wahnsinn. Der größte Unterschied zwischen den Filmen. Der vielleicht spannendste Fakt: Top Gun von 1986 hat vor allen Dingen Stil geprägt. Sonnenbrillen, Lederjacken, oberkörperfrei Volleyball am Strand spielen, pure Coolness. Top Gun Maverick hingegen hat Technik und Realismus auf ein neues Level gehoben. Während der erste Film eher ein Gefühl verkauft, zeigt der zweite Film, wie moderne Luftkampfausbildung wirklich aussieht. Zumindest so nah dran, wie Hollywood eben kommt. Wenn du beide Filme vergleichst, siehst du eigentlich zwei komplett unterschiedliche Epochen. Einmal Kalter Krieg, fast noch analoge Technik und pure Coolness. Und dann einmal Hightech, extreme Physik und maximaler Realismus. Drohnen sind heute aktueller denn je. Und genau das macht diese Filme so besonders. Sie sind nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Stück Luftfahrtgeschichte. Kaum ein Hollywood-Film, kaum ein Film, den wir kennen, hat so viel realistischen Flugmanöver mit echten Flugzeugen gezeigt. Wenn du solche Fakten feierst, dann bleib dran, denn beim nächsten Speedbild gibt's wieder mehr Geschichten hinter den Klemmbausteinen. Sprechen wir kurz über den Sponsor des heutigen Videos und halt nicht abschalten, denn eigentlich meine ich dich. Vielen lieben Dank, liebe Kanalmitglieder, für eure monetäre Unterstützung und vor allen Dingen das Kicken des Algorithmus. Daher auch noch Danke an alle anderen Kommentatoren, an alle, die diese Videos schauen, an alle, die mir Feedback geben, egal auf welchen Social-Media-Kanälen oder im echten Gespräch, an alle, die einen Daumen hoch lassen, an jeden, der meine Videos teilt. Und natürlich auch vor allen Dingen an euch generell in der Community auf Discord, in den Telegram- oder WhatsApp-Gruppen. Danke, dass ihr mit mir kommuniziert, dass wir über unser Thema Klemmbausteine und die geschichtlichen Themen hinter diesen Sets sprechen. Ihr seid die Geilsten. Danke für eure Unterstützung.
Nach einer Stunde und knappen 20 Minuten Bauzeit stehen da 628 Steine gebaut als Top Gun Logo aus dem Hause Kobi, natürlich aus der Top Gun Serie, auf meinen Bautisch. Das Set, das es zum 40-jährigen Jubiläum des Filmes Top Gun gibt. Ein schönes, cooles Schild, das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich muss sagen, mich hat hier die Steinequalität so ein bisschen an dem zweifeln lassen, was ich eigentlich von Kobi kenne. Das schon mal vorab so als kleines Zwischenfazit, bevor wir auf die Details eingehen. Es gehört soweit dazu und bei meinen Reviews ist das guter Ton, euch zu zeigen, was übergeblieben ist. Kein großer Stein, sondern nur eigentlich die kleinen Verdächtigen, die wir bei den zwei Minifliegern im Maßstab 1:300 gebraucht haben, nämlich Bügelperlen, den Bügelperlenapplikator und hier eine schwarze Finne, die wir für die MiG 28 gebraucht haben. Also überschaubar, was wir bekommen haben. Schauen wir uns mal die Anleitung an. Natürlich easy peasy. Wirklich easy peasy, weil wir bauen hier mit sehr vielen großen Steinen. Ich meine, das sehen wir alleine, wenn wir hier hinten mal gucken. In unserer Teileübersicht, da sehen wir 22 2x10er Steine von Kobi. 6 2x6er Steine, 9 2x8er Steine und so weiter und so fort. Wir bauen hier wirklich sehr groß, sehr großzügig, liegend bauen wir hoch. Wir bauen die Seiten dann mit Brackets dran, mit Slopes, mit vielen Plates und man baut das Logo. Der ist wirklich kein schwerer Bauschritt dabei. Es fällt auch nichts auseinander, aber ich kann euch sagen, gerade die großen Steine von Kobi hier, wie zum Beispiel hier beim Baustep 25 unten, die fühlten sich nicht so gut an, wie ich das sonst so von Kobi kenne. Das kann ich euch sagen. Also simpler Bau. Wir bauen hoch. An den Seiten sind Brackets, damit wir halt die schrägen Slopes dran kriegen. Und wir bauen viel mit Baurichtungsumkehr, um zum Beispiel das G von unten, die Rundung zu machen. Oder auch die schrägen hier, aber das zeige ich euch gleich. Highlight für mich natürlich die MiG 28 und die F-14A Tomcat. Deswegen habe ich euch von Kobi noch einmal hier, damit ihr wisst, was ist, die MiG 28 hier mit auf meinen Bautisch gestellt. Da ist sie in klein, hier ist sie in noch kleiner, da im Maßstab 1:48, da im Maßstab 1:300. Ein schönes Flugzeug, auch wenn wir wissen, dass es hier fiktiv ist. Eine MiG 28 gab es nie. Und natürlich als Gegenstück unsere F-14A Tomcat. Auch hier die F-14A Tomcat von Kobi. Das Set, was auch in der Anleitung beworben wird. Hier sehen wir sie, die 114. Da haben wir auch die 114 und wir haben auch hier das VF1, das Geschwader haben wir auch hier, sogar mit den roten Punkten auf dem Seitenleitwerk. Das wollte ich euch zeigen. Die Maschine von Pete Mitchell und Nick Bradshaw. Ihr wisst, wenn ihr den Film kennt, wen ich meine, nämlich einen gewissen Herrn Maverick und einen gewissen Herrn Goose. Ich schiebe den Flieger mal hier an die Seite, denn wir wollen uns das Logo hier angucken. Anleitung haben wir darüber gesprochen, ist wirklich sehr leicht zu bauen. 9 Plus ist vielleicht sogar ein Jahr zu hoch angesetzt. Schauen wir es uns an. Natürlich ist es relativ groß und relativ lang, das habe ich euch ja auch gesagt. Ihr seht es ja auf dem Karton auch drauf. Wir haben hier eine Breite von 52,5 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Also ganz so klein ist es nicht. Ihr seht so ein Unterarm bei mir. Dünn ist es fast, eigentlich kann man sagen, hier sind es 3 Noppen Breite. Natürlich unten die Füße gehen noch raus. Von hinten sieht es ein bisschen aus wie ein Hochhaus mit weißen Fenstern. Hier hinten kommt ein bisschen das Hellblau durch von dem Stern, den wir gebaut haben. Und von unten sehen die Flieger auch nicht so spektakulär aus, wie sie von vorne aussehen. Bisschen kleines Manko auch, dass man von oben hier in diese umgekehrten Slopes reinschauen kann. Wir bauen das nämlich wie folgt. Mit Bügelperlen, ich habe ja gesagt, ein bisschen Baurichtungsumkehr. Hier, so werden die dran gehangen. Oben ist natürlich offen und damit kriegen wir dieses typische Top Gun Logo, diese Wings bekommen wir hin und der Stern hat ein bisschen hier unten Lücken, Augen kann man fast sagen, sieht fast aus wie der
blau gewordene gelbe Super Mario Stern, denn wir haben hier mit diesem Bracket, der links wie rechts in der Mitte steht, hier eine kleine Kante. Generell muss man gut zusammendrücken, alles, damit man nicht so viele Spaltmaße hat. Ich habe es euch gesagt, die großen dunkelblauen Steine, diese navyblauen Steine, fühlten sich nicht so wertig an und das ganze Ding ist auch nicht schwer. Es ist wirklich sehr, sehr leicht. Es hält sehr super, ist typisch Kobi, sehr stabil, aber ja, die Wertigkeit finde ich bei so manchen Limited Edition Steinchen von Kobi aus ja, Panzerschiffen, wie auch immer, die fühlen sich irgendwie wertiger an. Vielleicht liegt das an der ABS-Mischung bei dieser Farbe. Was ich schön finde ist, wir sehen hier nirgendwo Noppen, bis auf diese Löcher hier von oben in diesen Slopes. Sonst ist alles clean und natürlich haben wir hier diese 2x2er Jumper, wo wir unsere Flugzeuge drin stecken haben, die ich absolut klasse finde. Und ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Cut, weil ich finde es klasse. Wir haben hier unsere MiG-28 schön kleinteilig gebaut mit dem roten Stern. Ich habe euch das gerade beim anderen Kobi-Set gezeigt. Aber ich finde es richtig klasse, weil wir hier einen 2x2er Jumper haben, wo die Flugzeuge drin stehen. Und mir kommt die ganze Zeit schon, seitdem ich weiß, dass es diese Flugzeuge in 1 zu 300 geben wird, ein Gedanke. Ich bin ja nun mal Kind der 80er, 90er und ich trage ja einen Ring und da finde ich, da kann man diese Flieger gut kombinieren. Ich muss da kurz mal was holen. Ja, Freunde, ich finde, das schreit nach einer Neuauflage der Ring Raiders, Freunde. Guck mal, aus Klemmbaustein gebaut. Was haltet ihr davon? Tada! Wer kennt sie nicht? Die Serie aus den 80ern oder 90ern. Ich glaube, auf Tele 5 lief die oder auf RTL 2. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier eine MiG-28 als Ring Raider. Das ist doch cool. Oder natürlich können wir es auch noch anders machen, indem wir hier unsere Tomcat da drauf stecken. Ich habe diesen Ring, diesen verchromten Lego-Stein auf Ring mir bei Etsy gekauft, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Frau hat mir den geschenkt. Und schaut mal, Freunde, wie cool sieht das aus, hier seine Tomcat auf Ring zu haben. Das ist doch der Hammer. Tada! Die Ring Raiders lassen grüßen. Das wollte ich euch unbedingt einmal zeigen. Ich finde das cool. Ich musste sofort dran denken, als ich in Nürnberg, beziehungsweise als ich die Ankündigung von Kobi gesehen habe, dass man jetzt hier seine eigenen Ring Raiders aus Klemmbausteinen bauen kann. Schauen wir uns aber gleich mal die Flugzeuge an. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, euch die hier zu zeigen, denn ja, Kobi hat, finde ich, hier eine verrückte Preispolitik. Diese kleinen Flieger kann man als Einzelsets bekommen und die sollen 10 bzw. 11 Euro kosten. Und das finde ich krass. Das sind nur eine Handvoll Steine. Da finde ich die UVP von Kobi, boing, da fällt es mir runter, sehr, sehr krass. Natürlich toll bedruckt. Schaut nochmal hier das Seitenleitwerk, auch diese rote Kante, wie ich es euch gesagt habe, genau wie beim Original, das ich euch gezeigt habe. Aber trotzdem für die paar Steine, ich habe euch das vorhin gesagt, wie viele das sind nämlich wirklich nicht viele, etwas wirklich, ja, Wucher ist das falsche Wort, will ich gar nicht so böse sein, aber mir ist das nicht wert. Deswegen ist dieses Set für mich, so wie es hier ist, das Richtige mit diesen Flugzeugen kombiniert. Aber 10,99 € für hier bei der MiG-28 für 46 Steine, das ist es mir nicht wert. In Kombination mit dem Logo finde ich das klasse. Zur Wahl gehört natürlich auch dazu, dass Kobi hier diese Slopes, diese Transclear Slopes abgerundet hat, dass sie aussehen wie Kabinen, auch sogar hier so Rillen drin hat, dass es aussieht wie Kabinenhauben, aber trotzdem wäre es mir das einzeln nicht wert, hier 10,99 € auszugeben. Und auch wenn der große Flugzeugträger ja kommt und man vielleicht Flugzeuge dazu haben möchte, würde ich mir hier keine 11 Euro ausgeben. Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure gerne bitte in die Kommentare. Jetzt stecke ich den Flieger hier wieder an. Ich weiß, viele von euch mögen nicht, wenn ich Flieger sage. Dann
sagen wir mal, diesen Luftüberlegenheitsjäger der US Navy. Wenn ich den hier anstecke, zeige ich euch nochmal das Logo so im Vorbeiflug, sage ich mal, in den Details. Da seht ihr hier diese Slopes, die mit Brackets hier dran gebaut sind. Da seht ihr die Brackets hier an der Seite hochgehend. Also man kann es hier auch wieder abmachen. Da, so ist es dran gebaut. Da seht ihr die Brackets. Und so ist das eigentlich relativ simpel gebaut. Von unten hier fehlt mir hier eigentlich noch eine Reihe Steine, die hätte ich gerne gehabt. Da hat Kobi so ein bisschen gespart. Aber sonst lustige, tolle Bauweise. Es hat Spaß gemacht, diese Buchstaben zu bauen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Schriftzug aus Kubikstein baue und dann auch noch zu so einem coolen Film. Das gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, wir bekommen hier 2 Flugzeuge für 11 Euro. Und wenn wir die abziehen, ist das Set dann auch nur noch Quatsch, 40, ich wollte gerade 60 Euro wert sagen, 40 Euro, 50 Euro wert. Und dann sind wir wieder den typischen Kobi-Preis, wie wir das kennen. Ja, Freunde, ich weiß nicht, Detailfotos gibt es diesmal keine. Es macht irgendwie keinen Sinn, bei diesem gebauten Logo euch jetzt hier noch Detailbilder zu zeigen. Es wird nachher schön auf mein Regal stellen, oder den Platz einnehmen, hier dieses schöne gebaute Logo. Werdet ihr also im Hintergrund sehen. Wie gesagt, über 50 cm lang, da muss man gucken, wo man es hinpasst, aber unterm Fernseher bei euch, wenn ihr einen hohen Ständer habt, unterm Fernseher oder der Fernseher auf dem Ständer steht oder vielleicht über den Fernseher auf dem Regal, da passt das vielleicht ganz gut oder auf euer DVD-Regal, whatever. Es schreit nach 80er Jahre. Ich habe die Ring Raiders hier wieder, das Feeling wieder gehabt, habe mich wieder wie ein kleines Kind gefühlt und das ist doch schon schön, wenn das hier nebenbei noch mitkommt. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Logo in die Kommentare und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ein Schweißtropfen von Tom Cruise Stirn perlt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Film von 86 die immer am Schwitzen sind? Naja, geht ja auch heiß her. Heiß her ging auch eigentlich der Bau hier, weil er ziemlich einfach geht und ich mag es warm, deswegen diese Überleitung. Es ist etwas ernüchternd, dass ich persönlich finde, dass die Steinequalität hier nicht so überragend ist und aufgrund der vielen großen Steine, und das habt ihr vielleicht gesehen, als ich euch das vorhin in die Kamera gehalten habe, haben wir auch auf den größeren Steinen, auf den großen Fliesen und auf den großen 2x10er Steinen zum Beispiel auch ganz viele Kratzer. Ich habe versucht, und das würde ich euch auch empfehlen, so zu bauen, dass man sie von vorne nicht sieht. Auch die Angusspunkte, die bei Kobi-Steinen ja ab und zu mal etwas unglücklich gewählt sind, weil man sie sehen kann, je nachdem wie man den Stein dreht, würde ich euch auch empfehlen, einfach umzudrehen, sodass man von vorne hier auf dem Logo nichts sieht. Es wird sicherlich eines der ikonischsten Sets von Kobi bleiben, denn so viele Lizenzen hat Kobi gar nicht, glaube ich, wo man so ikonische Logos bauen kann. Aber ein gebautes Kobi-Logo würde ich schon ziemlich cool finden, auch wenn ich eins habe. Schaut mal gerne auf dem i, da seht ihr ein Haul von mir und da gibt es ein riesengroßes gebautes Kobi-Zeichen. Schreibt mir eure Gedanken gerne zum Film, zu den Fakten und vor allen Dingen zu diesem gebauten Logo unten in die Kommentare. Ich verbleibe wie immer bei dem Thema Fliegerei. Ich wünsche euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.